Es scheint, dass Tiere manchmal viel mehr fühlen und sehen als Menschen. Dieser ungewöhnliche Wolf weigerte sich, sich von der toten Frau zu entfernen. Die Ärzte mussten eingreifen, die bald eine schockierende und erschreckende Wahrheit entdeckten. Als sie die schöne Julia in ihrem Hochzeitskleid sahen, die im Sarg lag, brachen alle Anwesenden in Tränen aus. Die Umstehenden sollten zusehen, wie die Frau strahlend und glücklich zum Altar ging, an ihrem Hochzeitstag, aber stattdessen waren sie auf der Beerdigung der jungen Frau. Plötzlich rannte ein Wolf in den Raum, sprang direkt in den Sarg und weigerte sich, sich zu bewegen. Der schrecklich aufgeregte John bat den Wolf zu gehen, aber dieser reagierte nicht auf die Worte des jungen Mannes. John erinnerte sich plötzlich an den Moment, als er Julia zum ersten Mal traf. Das Mädchen liebte den Wald und ging sehr oft campen. Dort konnte sie viel besser atmen als in der stickigen Stadt, die ihre quälende Epilepsie nur verschlimmerte. Eines Tages, als Julia nach einer langen Wanderung in ihrem Zelt entspannte, hörte sie draußen ein klägliches Wimmern. Sie schaute nach draußen und bemerkte in der Nähe einen kleinen Welpen, der sehr schwach und hilflos aussah. Die liebe Julia rannte sofort zu dem kleinen Tier, aber als sie es in die Arme nahm, stellte sie fest, dass es sich nicht um einen Hundewelpen handelte, sondern um einen echten Wolf. Das Mädchen war sehr angespannt, da die Mutter des Wolfes in der Nähe sein könnte, deren Verhalten in diesem Fall unberechenbar und äußerst gefährlich wäre. Doch nach einigen Minuten erschien die Wölfin nicht, und das kleine Wolfskind sah Julia weiterhin mit hungrigen, klagenden Augen an und wimmerte leise. Julia erkannte schnell, dass der Wölfin etwas zugestoßen war und dass das verlorene kleine Tier in der Wildnis nicht überleben würde, wenn es nicht geholfen wurde. Julia nahm den Wolf zu sich nach Hause, wo sie ihn mit warmem, nahrhaftem Milch fütterte, woraufhin das Kleine schnell einschlief, zusammengerollt auf einer warmen Decke. Julia wusste genau, dass sie den Wolf nicht selbst aufziehen konnte, der eines Tages zu einem großen wilden Raubtier werden würde. Deshalb brachte Julia das Tierchen, das sie Charlie nannte, in das nächste Wildtierheim. Der hilfsbereite Mitarbeiter John versprach, sich um Charlie zu kümmern, und erlaubte Julia, ihn mehrmals pro Woche zu besuchen. Die freundliche Julia stimmte begeistert zu, und sobald sie eine freie Minute hatte, kam sie ins Tierheim, um mit dem wachsenden Charlie zu plaudern. So kam es, dass Julia sich nicht nur mit dem Wolf, sondern auch mit dem netten John anfreundete, mit dem sie viele gemeinsame Interessen teilten, vor allem die Liebe zur Natur und zu Tieren. John und Julia kümmerten sich gemeinsam um Charlie und behandelten den wachsenden Wolf wie einen großen Hund, und das Tier erwiderte die Zuneigung der Menschen, dankbar für seine Rettung. Als John Julia plötzlich fragte, ob sie ihn heiraten wolle, stimmte sie erfreut zu, und sie setzten einen Hochzeitstermin in naher Zukunft fest. Julia liebte ihr Hochzeitskleid, in dem sie unglaublich schön und charmant aussah. Doch Julias Krankheit ruinierte alle Pläne des jungen Paares. Als John zu seiner Verlobten nach Hause kam, entdeckte er mit Entsetzen ihren leblosen Körper auf dem Bett. Der bald darauf eintreffende bekannte Arzt bestätigte, dass Julia gestorben war und dass die Ursache ihres Todes ihre Epilepsie war. John konnte seine Tränen nicht zurückhalten, denn anstelle der lang ersehnten Hochzeit musste er seine geliebte Verlobte beerdigen. Der Bräutigam beschloss jedoch, die verstorbene Frau in das Hochzeitskleid zu kleiden, von dem sie so lange geträumt hatte. Am Tag der Beerdigung war John, wie viele Anwesenden, sehr niedergeschlagen. Es war einfach unerträglich, seine schöne Verlobte im Sarg in ihrem Hochzeitskleid zu sehen, und die Tränen liefen ihm unwillkürlich über die Wangen. John wusste, dass Charlie ebenfalls sehr Julia liebte, und beschloss, ihm die Möglichkeit zu geben, sich von der Frau zu verabschieden. Doch als der Wolf den Saal betrat und die tote Julia sah, verhielt er sich äußerst unerwartet. Das Raubtier rannte zum offenen Sarg, sprang direkt hinein und weigerte sich, wieder herauszukommen. Weder John noch die anderen Anwesenden konnten Charlie dazu bringen, sich vom Körper der Frau zu entfernen. John erkannte, dass etwas nicht stimmte, und rief sofort den Rettungsdienst. Die eintreffenden Ärzte waren zunächst sehr überrascht, aber nach Johns zahlreichen Bitten stimmten sie zu, die verstorbene Frau erneut zu untersuchen. Plötzlich rief einer der Ärzte auf und begann, seinen Kollegen etwas zuzuflüstern. Die Ärzte legten Julias Körper auf eine Trage, trugen ihn zum Krankenwagen und fuhren ins Krankenhaus, während der schockierte John ihnen folgte. Nach wenigen Minuten erreichten sie die Intensivstation, wo Julia sofort untergebracht wurde.
Einer der Ärzte erklärte John mit zitternder Stimme, dass seine Verlobte fälschlicherweise für tot gehalten worden war. Es stellte sich heraus, dass Julia an Kataplexie litt, einer äußerst seltenen Krankheit, bei der die betroffene Person nahezu keine Lebenszeichen aufweist. Dies ist eines der seltensten Symptome von Epilepsie. In einem solchen Fall sieht der Mensch so aus, als wäre er gestorben. Die Atmung ist so flach, dass es den Anschein hat, als würde er überhaupt nicht atmen. Der Herzschlag ist kaum spürbar, und selbst die Gliedmaßen werden steif, als ob der Körper in der Leichenschau wäre. Glücklicherweise erkannte Charlie, dass seine Besitzerin noch lebte und verhinderte, dass sie lebendig begraben wurde. Im Krankenhaus gelang es den Ärzten nach einigen Stunden, Julia zu reanimieren, und sie sagten erleichtert zu John, dass das Gehirn des Mädchens auf wunderbare Weise nicht unter dem Sauerstoffmangel gelitten hatte. Bald kam Julia wieder zu sich, und als John ihr erzählte, was geschehen war, brach sie in Tränen aus und konnte lange nicht glauben, was passiert war. Sie dachte nur daran, dass sie nur dank des Wolfes am Leben geblieben war, der ihr auf so wunderbare Weise für seine Rettung gedankt hatte. John und Julia heirateten bald, und der treue Wolf Charlie wurde natürlich der ehrenvolle Gast auf der Hochzeit. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.